Moi ja tervetuloa! Heute backen wir einen klassischen Dattelkuchen aus Finnland, Taatelikakku. Dieser Kuchen ist ein echter Weihnachtsklassiker. Würzig, saftig und richtig lecker. Man bekommt einfach nicht genug davon. Also lasst uns direkt loslegen. Was ich lustig finde, ist, dass Taatelikakku und Dattelkuchen sehr ähnlich klingen. Also manchmal gibt es Wörter, die sehr ähnlich im Finnischen und in deutscher Sprache sind. Und wir werden auch mit den Datteln anfangen. Also ich habe hier meine Datteln, 500 Gramm von soften Datteln. Wenn du keine solche weiche Datteln bekommst, dann einfach die Einweichzeit etwas verlängern. Also damit werden wir jetzt anfangen. Zu den Datteln gebe ich einen Teelöffel Backnatron und werde das Ganze mit kochendem Wasser bedecken. Dann noch schauen, dass die Datteln mit dem Wasser gut bedeckt sind und mit irgendetwas bedecken. Also ich nutze dafür einen Teller. Und jetzt dann die Datteln so etwa 15 bis 30 Minuten einweichen lassen. Also bei soften Datteln reichen schon diese 15 Minuten. Beim etwas härteren Datteln dann ruhig die 30 Minuten einweichen lassen. Die Datteln stelle ich jetzt erst zur Seite und werde erst meine Backform einfetten. Dann werde ich auch mit dem Teig schon anfangen und in dieser Zeit sind auch die 15 Minuten schon um. Also ich verwende so eine Backform, die hat so ein Muster. Und bei so einer Backform ist es ganz wichtig, es ordentlich einzufetten, so dass alle diese Musterstellen auch schön eingefettet werden. Und danach am liebsten noch mit etwas Mehl bestreuen. So bleibt der Kuchen nicht in der Backform hängen und du kriegst den Kuchen schön aus der Backform. Die Backform sollte dann am Ende ungefähr so aussehen. Die können wir dann auch erst zur Seite legen. Und jetzt können wir schon mit dem Teig loslegen. Für den Teig brauchst du 130 Grad weiche Butter, 150 Gramm braunen Zucker, 3 Eier, Prise Salz, 300 Gramm Weizenmehl, 1,5 Teelöffel Backnatron, 2 Teelöffel Backpulver, 3 Teelöffel Zimt und 2 Teelöffel Vanille und 340 Gramm Joghurt. Als erstes das weiche Butter in die Schüssel geben und auch Zucker. Und wir können auch an dieser Stelle schon die Prise Salz dazugeben. Und jetzt wird das Ganze mit dem Mixer etwa 3 Minuten cremig und weich geschlagen. Wenn der Teig so richtig schön weich und cremig geworden ist, die Eier eine nach dem anderen dazugeben und nach jedem Ei etwa 30 Sekunden weiterschlagen. So, dann sollte die Masse richtig schön hell sein und hell und weich. Dann können wir die erst zur Seite legen und brauchen noch die trockenen Zutaten. Also ich habe jetzt mein Mehl hier und werde dazu dem Backpulver mit Backnatron und Zimt und Vanille dazugeben. Und dann noch kurz vermischen. Und jetzt werden wir abwechselnd die trockenen Zutaten und Joghurt zum Teig geben und nach jeder Zugabe kurz weiter mixen. So bleibt der Teig dann schön luftig und saftig. Ich fange an mit etwa 1/3 und wichtig durch ein Sieb dazugeben. Kurz mixen. Hälfte von Joghurt dazugeben und kurz weiter mixen.
Dann nochmal ein Drittel Trockenzutaten dazugeben und wieder weiter mixen und so weiter, bis du alles dazugegeben hast. Jetzt ist der Teig schon soweit fertig. Also jetzt werde ich die Datteln abgießen, also das ganze Wasser. Ich werde nur ganz bisschen ganz am Boden noch lassen. So wird es dann einfacher, die Datteln zu pürieren. Bevor du damit anfängst, die Datteln zu pürieren, den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann die Datteln mit einem Pürierstab oder mit einem Mixer pürieren. Und die müssen nicht ganz fein püriert sein, also wenn da ein paar Stückchen bleiben, das ist auch nicht schlimm. Und jetzt die schön pürierten Datteln zum Teig dazugeben. Und nochmal kurz mit dem Mixer weiterschlagen, bis das Ganze gut vermischt ist. Und jetzt den Teig in die Backform geben. Zum Schluss die Oberfläche noch glätten und jetzt wird der Kuchen gebacken auf der untersten Schiene 50 bis 60 Minuten und bevor du den Kuchen aus dem Backofen holst, am besten eine Stäbchenprobe machen. Danach aus dem Backofen holen und etwa 10 bis 15 Minuten erst in der Backform kühlen lassen, danach aus der Form holen und vollständig abkühlen lassen. Der Tarte de Cacao ist richtig schön geworden. Meine ganze Küche duftet gerade herrlich lecker. Der Kuchen ist würzig, richtig saftig und voller Geschmack. Und schaut euch das an. Er ist richtig schön fluffig geworden. Tarte de Cacao ist ein echter Weihnachtsklassiker in Finnland. Probier ihn unbedingt mal aus. Rauhallista joulunaika, frohe Weihnachtszeit und ganz viel Freude beim Backen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.